Vizekanzler Robert Habeck steht wegen eines Social-Media-Posts aus dem ehemaligen KZ Auschwitz in der Kritik. Denn in einem Video auf der Plattform X zeigte er sich nachdenklich auf dem Gelände und schrieb: Ich brauche dazu nichts zu sagen, denke ich. Ja, tausende Nutzer warfen ihm dann direkt vor, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Während Kanzler Olaf Scholz und andere Politiker ebenfalls Bilder aus Auschwitz teilten, traf es jedoch insbesondere Habeck. Kritiker sagen, dass sich der grüne Kanzlerkandidat an einem Ort des Gedenkens nicht inszenieren sollte. Allerdings verteidigt ein Sprecher des Zentralrats der Juden Habeck und teilt mit, dieser Post ist aus unserer Sicht nicht kritikwürdig. Wir wollen das aber dennoch mal ein bisschen intensivieren und besprechen. Zugeschaltet ist uns Philipp Palmann-Engel, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine. Guten Morgen, Herr Engel. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, grüße Sie. Also wenn Sie diese Bilder sehen, der Zentralrat der Juden und auch die israelische Botschaft in Deutschland haben Robert Habeck ja verteidigt. Aber es hat immer wieder den Eindruck, diese Posts von Robert Habeck, das ist so alles Selbstdarstellung. Wie sehen Sie das? Ja, ich würde den Post jetzt in der Tat auch nicht kritisieren, auch nicht skandalisieren. In der Tat, ja, der Post hat schon ein bisschen ein Geschmäckle und natürlich gibt es sozusagen eine moralische Pflicht am 27. Januar, am Holocaust-Gedenktag, aber auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr, dass wenn man sich äußert über die NS-Zeit, über die Shoah, über die 6 Millionen ermordeten Juden, dass das dann wirklich ja ein unmissverständliches Posting ist und ein Posting, ja, das nicht irgendwie ja mit Geschmäckle daherkommt. Es wirkt schon ein bisschen eitel. Der ein oder andere würde sagen, vielleicht auch ein bisschen narzisstisch. Das ist ja oft auch immer so ein bisschen der Vorwurf, der im Raum steht, wenn es um den Vizekanzler, um den Bundeswirtschaftsminister geht. Ja, man kann vielleicht da an der Stelle sagen, dass das ja nicht ganz glücklich gewesen ist. Dieses Posting, kann mir auch vorstellen, dass dieses Posting Robert Habeck am allermeisten ärgert. Denn klar ist ja auch, dass ihm es ein großes Anliegen ist, ja, gegen Antisemitismus in Deutschland einzutreten und auch für die ja, Zwecke, für die Ziele der jüdischen Community in Deutschland einzutreten. Also ich habe jetzt mit diesem Posting nicht das ganz große Problem, aber da sind wir dann auch schon bei dem nächsten Thema. Ich habe große Probleme zum Beispiel mit der Politik des Robert Habeck, der auf der einen Seite sagt, dass er und seine Partei ja für den Staat Israel eintreten, für die Sicherheit des Staates Israel eintreten würden und dann aber auf der anderen Seite gleichzeitig hat Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister monatelang Waffenlieferungen an den Staat Israel verweigert. Das war ein stilles Embargo und das passt überhaupt dann gar nicht zusammen mit der Aussage, dass ihm die Sicherheit Israels wichtig ist. Denn klar ist ja auch, dass Israel ein wehrhafter Staat sein muss in einer Situation, in der er damals von 7 Staaten attackiert wurde und militärisch angegriffen wurde. Also da passt dann manchmal die Worte von Robert Habeck zum jüdischen Leben und zu Israel mit den Taten nicht ganz zusammen. Wenn Sie nach dem Posting fragen, ja, es ist nicht ganz glücklich, aber ich würde das jetzt nicht groß kritisieren und schon gar nicht skandalisieren. Okay, das ist auch eine klare Haltung von Ihnen. Und gab es ein anderes Posting, und zwar des Gesundheitsministers Karl Lauterbach, was so eine heftige Kritikwelle ausgelöst hatte, dass er das dann entsprechend auch gelöscht hat, sich dann bei Friedrich Merz entschuldigt hat. Da ging es eben auch um Vergleiche, Nazi-Vergleiche, die er dann auch quasi Friedrich auch Merz am Jahrestag für Auschwitz gemacht genau, hat, ne? Eben auch am Montag. Wenn Sie darauf schauen, also haben wir offenbar ein Problem weiterhin im Umgang mit dem Gedenken, dass wir eben nicht klar wissen, was angebracht ist und was eben schon in diesem Zusammenhang. Ja, erstmal muss man sagen, dass die Kritik an Herrn Lauterbach ja sehr angebracht war, dass auch seine Entschuldigung dann sehr, sehr notwendig war, eben nach dieser Kritik. Es geht einfach nicht, dass man Friedrich Merz im Zusammenhang mit den Nationalsozialisten stellt, wenn Friedrich Merz ja als Parteichef der CDU sich Gedanken macht, wie man die illegale Migration in diesem Land demokratisch regeln kann. Und es ist ja auch klar, dass es da eine demokratische Antwort drauf bedarf und dass man da ja dieses Thema nicht den Rechtsextremisten oder genauer der AfD überlassen darf. Also das war wirklich schon ein Posting, das würde ich sehr, sehr stark kritisieren, wie viele andere auch, des Bundesgesundheitsministers. Es ist gut, dass er es dann auch schnell gelöscht hat und auch gut, dass er sich dann nochmal entschuldigt hat. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, ja, ich glaube, dass wir da schon ja an den Holocaust-Gedenktagen, aber eben auch an den 364 anderen Tagen im Jahr schon immer wieder auch ein großes Problem haben. Das zeigt das Posting von Herrn Lauterbach. Das zeigt aber auch zum Beispiel das Posting die Postings eines Politikredakteurs
Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung, der auch Friedrich Merz im Zusammenhang mit Adolf Hitler gestellt hat und im Zusammenhang mit den Nationalsozialisten gestellt hat. Und das sind Vergleiche, die verbieten sich, die gehen absolut gar nicht. Und wer da irgendwie denkt, sich selbst inszenieren zu können als an Holocaust-Gedenktagen, als Widerstandskämpfer, indem man einen demokratischen Politiker in Zusammenhang mit den Nazis stellt, der ist da wirklich auf dem ganz falschen Pfad unterwegs. Herr Engel, wir danken Ihnen für dieses Gespräch an diesem Mittwochmorgen. Danke. Danke, schönen Tag für Sie. Danke Ihnen.